Heute geht es um ein Thema, das viele von uns kennen. Selbstzweifel beim Lernen. Kennst du Gedanken wie: Ich bin nicht gut genug, alle anderen sind besser als ich mache zu viele Fehler, ich werde das nie schaffen? Wenn ja, dann bleib dran. In dieser Folge erzähle ich dir von Zweifeln beim Sprachenlernen und gebe dir Tipps, wie du freundlicher mit dir selbst umgehen kannst. Teil 1: Woher kommen Selbstzweifel? Selbstzweifel sind diese kleinen, leisen Stimmen in deinem Kopf, die sagen, du bist nicht gut genug oder andere können das besser als du. Sie kommen besonders oft, wenn wir etwas Neues lernen, wie zum Beispiel eine Sprache. Warum? Weil wir uns mit anderen vergleichen, weil wir Fehler machen und denken, dass es ein Problem ist, weil wir zu hohe Erwartungen an uns selbst haben. Und oft denken wir dann, ich bin zu alt, ich bin zu langsam, ich kann das einfach nicht. Diese Gedanken hat fast jeder, auch ich, auch Leute, die heute fließend sprechen. Teil 2: Meine eigene Erfahrung mit Selbstzweifel. Ich erinnere mich an eine Situation, als ich versucht habe, Koreanisch zu lernen. Ich habe schon ein paar Monate geübt, ich konnte einfache Sätze und dann war ich in Südkorea im Urlaub. Ich ging in ein kleines Café, wollte etwas bestellen und plötzlich war alles weg. Die Wörter, die Grammatik, die Aussprache, mein Kopf war leer. Ich sagte nur Vanilla Latte. Die Kellnerin lächelte, war super freundlich, aber ich war trotzdem frustriert. In meinem Kopf hörte ich nur: Du hattest so viel gelernt und jetzt kannst du nicht mal einen Satz sagen? Das war peinlich. Du bist einfach schlecht in Sprachen. Ich war wirklich kurz davor, alles hinzuschmeißen. Aber später im Hotel habe ich mir gesagt: Du hast es trotzdem versucht. Du hast dich getraut. Und du wirst es nochmal probieren. Der Moment, in dem ich mich nicht verurteilt, sondern ermutigt habe, hat alles verändert. Heute habe ich kein Problem, auf Koreanisch zu bestellen und lache über meine Fehler, die ich damals gemacht habe. Ich freue mich, dass ich mich weiterentwickelt habe. Teil 3: Wie du mit Selbstzweifeln umgehen kannst. Hier kommen ein paar Tipps, die dir helfen können, wenn du an dir zweifelst. Erstens: Sprich mit dir wie mit einem Freund. Wenn dein bester Freund sagt, ich bin schlecht in Sprachen, würdest du antworten, ja, stimmt, gib lieber auf. Wahrscheinlich nicht. Also sag auch zu dir selbst, es ist okay, du lernst noch, du machst Fortschritte. Zweitens: Schreib auf, was du schon kannst. Mach dir bewusst, wie weit du schon gekommen bist. Früher hast du kein Wort verstanden. Jetzt kannst du Podcasts hören. Du kannst Sätze schreiben. Du kannst dich vorstellen. Schreib es auf. Das hilft gegen das Gefühl, nichts zu können. Drittens: Vergleich dich nicht zu viel mit anderen. Jeder Mensch hat sein eigenes Tempo. Der eine lernt schnell sprechen, der andere liest besser. Das ist okay. Vergleiche dich lieber mit dir selbst vor 3 Monaten. Dann siehst du Fortschritte. Viertens: Fehler sind kein Beweis für Schwäche, sondern für Mut. Wenn du keine Fehler machst, lernst du nichts Neues. Fehler zeigen, du probierst etwas. Du gehst ein Risiko ein. Ohne Fehler gibt es kein echtes Lernen. Fünftens: Erinnere dich an dein Warum. Warum lernst du Deutsch? Was ist dein Ziel? Ein Job? Ein Studium? Ein Leben in Deutschland? Dieses Ziel hilft dir, durch schwierige Phasen zu gehen, auch wenn Zweifel kommen. Schreib dein Ziel auf, lies es dir immer wieder vor. Sechstens: Such Austausch mit anderen Lernenden. Du bist nicht allein. Sprich mit anderen, in Sprachgruppen, Online-Foren, Tandem-Apps.
Oft erzählen dir andere genau die gleichen Zweifel und plötzlich merkst du, es liegt nicht an mir und es ist einfach Teil des Prozesses. Zum Schluss will ich dir eines sagen. Du bist nicht schlecht, nur weil du zweifelst. Zweifel gehören dazu. Jeder hat sie. Aber du darfst lernen, dich trotzdem zu bewegen. Glaub nicht alles, was dein Kopf dir sagt. Vor allem dann nicht, wenn es dich klein macht. Du lernst, du wächst. Vielleicht langsam, aber du gehst weiter. Und das zählt. Hattest du schon mal einen solchen Gedanken? Zweifelst du manchmal an dir beim Lernen? Dann schreib mir gerne in die Kommentare, was dir hilft und was du noch brauchst. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Kanal, teile den Podcast mit anderen Lernenden und schau beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis dahin, bleib freundlich zu dir selbst, du machst das gut. Tschüss und bis bald.